Hier steht heute ein Philips CD101 auf dem Arbeitsplatz. Der CD101, der soll eine Revision bekommen. Da sollen also umfangreiche Teile eingebaut werden und Elektrolytkondensatoren getauscht werden. Das ist einmal hier so ein Komplettset. Kondensatoren. Das ist ein Fernsteuerungsmodul. Das sind die sogenannten Metronomsockel. Die kommen unter die Wandlerchips. Das sind zwei Operationsverstärker und ein No-Oversampling-Modul. Was haben wir hier noch? Ach, das hier ist noch so ein Pflegeset. Das wird hier jetzt nicht ganz so wichtig sein. Ist aber generell ganz nett, wenn man das in der Werkstatt hat. Das lege ich erstmal an die Seite. Zum Einbau dieses Sets gibt es eine PDF-Anleitung, die verlinke ich unten in die Videobeschreibung. Wie bei allen Geräten, CD-Spielern, wenn ich die revisioniere, beginne ich damit, das Laserlaufwerk erstmal komplett rauszunehmen und das separat zu revidieren und auch separat einzustellen. Das sehen wir dann gleich zuallererst. Ob so ein CD-Spieler noch funktioniert für die Revision, das finde ich sogar weniger wichtig, als dass das Gerät nicht schon, wie soll man es ausdrücken, verbastelt wurde. Also von daher teste ich das vorher gar nicht, ob das noch funktioniert vor der Revision. Ich baue den Laser aus und nehme mir zuallererst mal den Laser vor. Dafür öffne ich das Gerät zuerst und fange mal an. Da brauchen wir einen Kreuzschraubenzieher. Unteren Gehäusedeckel zuerst entfernen. Da sitzt noch irgendwo eine. Da in der Mitte. Das ist ein bisschen dick. So. Wenn ich den äußeren Gehäusedeckel abhabe, kann ich den oberen auch leicht entfernen und erstmal das Gerät komplett von seinem Gehäuse befreien. Ui, da ist aber einiges an Staub und Dreck hat sich hier angesammelt. Das ist also die Analogplatine. Ziehen wir mal die Stecker hier ab. Da ist also gar kein Stecker dran, das ist hier direkt angelötet. Das ist bei
Beim Vorgängermodell CD100 ist das etwas anders. Da geht dieses Kabel hier hin, steckbar, und dann geht es steckbar weiter in das Gehäuse. Hier muss ich also das Kabel entlöten. Wo unterscheidet sich das Gerät eigentlich sonst noch vom Vorgänger CD100? Also die Analogplatine, das muss einer der frühen CD101 sein. Die Analogplatine sieht genauso aus wie im CD100. Hier ist lediglich der Laser anders. Das ist ein CDM0. Das ist ein CDM1. Im CD100 ist ein CDM0. Das kann man hier an der CD-Auflage kann man das sehen. Von oben. Von unten sieht man das am Antriebsmotor für diese CD-Auflage. So, der Lötkolben ist heiß, dann kann ich das Kabel einmal entlöten. Wie rum die Kabel wieder angelötet werden, ist egal. Das ist nur ein Schalter, der Bescheid gibt, ob die Klappe hier geschlossen ist. Dann kann man den Deckel mal an die Seite legen. Und da haben wir jetzt das ganze Gerät aus seinem Gehäuse befreit. Hier drehe ich noch mal eine Schraube kurz wieder rein, weil ich mir, wie gesagt, zuerst den Laser vornehmen werde. Sobald es an den Laser geht, ist also erstmal Vorsicht angesagt, was elektrostatische Ladung betrifft. Dafür trage ich zum Beispiel keine synthetische Kleidung, weil synthetische Kleidung kann also eine Ladung erzeugen durch Reibung. Dafür habe ich hier eine elektrostatisch ableitende Matte liegen. Das ist diese hier. Die ist also hier mit Erde verbunden, damit ich also auf gar keinen Fall den Laser beschädigen kann. Das ist das empfindlichste Bauteil. Des Weiteren trage ich dann am Handgelenk hier auch so ein antistatisches Armband, damit ich selbst auch entladen bin und keine Beschädigung für den Laser, keine Gefahr für den Laser darstelle. Zuerst ziehe ich dann mal die Kabel hier alle ab. Das sind die Flachbandkabel für den Laser. Da braucht man sich auch nicht merken, wie die Kabel wieder angeschlossen werden. Das passt eigentlich nur einmal. Ist ja auch farblich kodiert mit Schwarz und Weiß. Zuerst schraube ich also diese Platine, diese angesetzte Platine los und entnehme die einmal komplett, damit das gesamte Laserlaufwerk wird nach oben rausgenommen, damit diese Platine hier nicht an dem Gehäuse sich verhaken kann. Da ist noch eine Schraube. Da haben wir auch noch eine vergessen. Das ist die Masseverbindung. Einmal loslöten. Das schauen wir uns später genauer an. So, das ist hier mal anders als gewöhnlich. Normalerweise befinden sich hier 4 Schlitzschrauben. Die sind hier gar nicht vorhanden. Hier wird das einfach reingesteckt von oben. Sieht man auch nicht so häufig.
Meistens, wie gesagt, ist es geschraubt. So. Jetzt stelle ich mir erstmal alles andere an die Seite und kümmere mich zuallererst mal um das Laserlaufwerk hier. Und jetzt geht es mit dem Zerlegen gleich weiter. Und zwar entnehme ich jetzt den Antriebsmotor dieser welcher. Das ist also eine Kunststoffschraube, damit wird die CD, die Höhenlage der CD eingestellt hinterher. Diese Schraube nutzt sich ganz gerne mal ab, die sieht aber eigentlich sogar noch ganz gut aus. Da werden wir uns aber trotzdem später drum kümmern. So, da sieht dieser Motor auch anders aus als in den meisten CDM1 Laufwerken. Und zwar haben die meistens dieses Kunststoffteil hier unten nicht. Jedes Teil ein Unikat. Dann werde ich jetzt hier diesen Sprengring, diesen C-Clip entfernen, um diese Motorachse hier jetzt komplett zu entnehmen. C-Clip nicht verlieren. Dann schaue ich mir mal die Motorachse an. Ich mache das mal hier unter der Lupe. Ich mache mal ein anderes Fenster an. So, hier, da kann ich mir das unter der Lupe mal anschauen. Hier sieht man also Riefen in der Welle. Ich weiß nicht, ob das klar ist. So. Die werden also rauspoliert. Das machen wir nachher. Wenn das wieder zusammengebaut wird. So, hier ist jetzt soweit alles zerlegt. Die Kunststoffschraube, die nehme ich noch raus, hier ganz raus, weil die werde ich gleich planen. Die ist zwar jetzt wirklich sehr wenig verschlissen, aber wenn man einmal dabei ist, mache ich die auch wieder plan. Da sieht man in der Mitte so eine kleine Welle. Wenn so ein Gerät ein paar tausend Laufstunden hat, sieht das also schlimmer aus. Dann ist da also eine richtige Einbuchtung, Einkerbung, und die sollte man also wieder planen, dann diese Schraube, dass diese Welle hier gerade drauf sitzt. Weil die Schraube, die wird eingestellt, da wird die Fokuslage mit eingestellt, und diese Einbuchtung ist jetzt nicht unbedingt 100% in der Mitte. Aber wenn ich das nicht plane, verstelle aber die Höhe, muss das ja nachkorrigieren, weil das eingelaufen ist sowieso, dann erhöht sich hier, weil das eben nicht 100% zentriert sein muss, erhöht sich hier der Reibungswiderstand. Deshalb in jedem Fall die Schraube planen. So, in manchen Fällen, das hat Philips selbst auch empfohlen, kann man auch den Magneten hier entfernen,
Wenn das Gerät also Schwierigkeiten hat beim Start, kann man unter Umständen diesen Magneten entfernen. Wofür ist der da? Der verhindert im Prinzip, dass wenn das Gerät eingeschaltet ist, aber im Standby, dass sich die CD, die kann sich manchmal entgegen der normalen Drehrichtung langsam drehen, weil die Transistoren, die diesen Motor steuern, nicht vielleicht zu 100% identisch sind, und dann kann es sein, dass ein Transistor in eine Richtung mehr Strom durchlässt und dann die CD sich minimal dreht, wenn sie abgestellt ist, wenn sie abgeschaltet ist. Dieser Magnet verhindert das also. So, dann schauen wir uns mal die Platine des Lesers an. Hier gibt es in der Regel nicht viel dran zu tun. Auffällig sind hier eigentlich immer nur diese Kondensatoren. Oftmals sind das hier stehende radiale Typen, das sind hier auch axiale. Wie gesagt, diese Platine, das ganze Gerät scheint so eine Art Zwischenserie zu sein. Hier sind meistens, wie gesagt, stehende Kondensatoren. Hier ist nur ein axialer, der ist eigentlich immer auf diesen Platinen. Aber diese axialen Kondensatoren, die tauchen überall in diesen Philips-Geräten auf und die sind immer anfällig. Die werden wir auch gleich mal messen. Ich werde mal die Entlötpumpe anstellen, dass ich die zuerst entlöte. Muss natürlich jetzt auch einen kleinen Moment aufheizen. Stattdessen schaue ich mir generell mal die Lötverbindungen an, ob hier schon irgendwas zu erkennen ist. Kalte Lötstellen. Das kann man also gerne mal auch nachlöten, weil diese Lötverbindungen sind doch in der Regel alle schon ein paar Jahrzehnte gealtert. So, dann schauen wir mal, ob die Pumpe jetzt einsatzbereit ist. Also die Einbaulage der Kondensatoren, wo jetzt Plus und Minus sitzt, muss ich mir jetzt nicht merken, weil das ist in der Anleitung auch gut markiert. Also da kann ich das einfach so alles entlöten. Na, ist das der richtige? Wir werden es herausfinden. Einmal. Und einen noch. Das muss dieser sein. Ja, die messe ich doch mal spaßeshalber, wie die aussehen. Übrigens dieses LCR-Meter hier, das wird ja auf dem Internet gezeigt, in YouTube-Videos. Da ist es unbedingt wichtig, alle Kondensatoren vorher zu entladen. Bei diesen ist es jetzt fast egal, weil die sehr klein sind. Zum Entladen nehme ich immer hier, ich habe hier so eine Glühbirne. Bei größeren Kondensatoren, wie gesagt, das macht also Sinn. Oder ein anderes Werkzeug kann man auch nehmen mit einem Widerstand etc. Aber Kondensatoren eigentlich immer entlöten, was größere betrifft. Bei diesen ist das jetzt nicht ganz so wichtig.
So, das ist natürlich interessant. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Der, was soll der haben? 22 μF steht hier. Ne, 33 μF hat dieser Kondensator. Der misst also bei 1 Kilohertz Messfrequenz aktuell, misst der 11 μF. Also er hat nur noch ein Drittel seiner Kapazität und der ESR, der ist hier auf 11,48 Ohm. Das ist also viel zu hoch. Diese blauen Kondensatoren immer tauschen. Also diese axialen Philips, die sind, das war jetzt random einfach mal den ersten da rausgenommen. Und der hat natürlich schon katastrophale Werte. Oh, der ist noch schlimmer. Also was die Kapazität betrifft, 7,5 μF statt 33. Ja, die sehen alle nicht viel anders aus. Aber wir haben da auch irgendwo Licht hier. Bringt das was? Nicht wirklich. Sieht man das? Ja. So. 11,5 μF. 9, was ist das? 5,3 Ohm ESR. Das ist natürlich mehr als auf. Da brauchen wir gar nicht weiter messen. Das ist Sondermüll. An dieser Platine kann man jetzt direkt beginnen und die neuen Kondensatoren einsetzen. Und wenn ich einmal am Löten bin, setze ich hier also zwei zusätzliche Kapazitäten an. Hier, das ist dieser Chip, der den Hallmotor steuert. Da sieht man an der Unterseite, da haben wir hier jeweils einen 100 Nanofarad Keramikkondensator zwischen den äußeren Pinnen. Die werde ich also unterstützen mit einem weiteren Folienkondensator. So, und dann geht das auch schon los mit dem Löten. Und vielleicht durch die Lupe etwas besser. Ziehe ich mir erstmal die äußeren Beinchen hier, dass ich die Kondensatoren ansetzen kann. Bisschen viel Lötzinn. Nicht schön, aber selten. Und den zweiten. So, dann haben wir hier den mit 2 mal 220 Nanofarad haben wir jetzt hier die Motorsteuerung unterstützt. Und dann geht es hier mit den Elektrolytkondensatoren weiter. Auf der Laserplatine stecke ich die mal rein. Erstmal die 3 anlöten.
Also insgesamt alles ein bisschen staubig hier, sogar von der Unterseite. Was man also machen kann, wenn man die Pinne abgekniffen hat, und man hat ja oftmals Kupfer, Draht, und Kupfer kann eigentlich oxidieren. Das heißt, man kann nach dem Abschneiden gerne nochmal ein zweites Mal drüber löten. Insbesondere bei Transistoren macht das Sinn, weil sonst die Oxidation bei Transistoren speziell, die kann also den ganzen Pin hochwandern bis in die Halbleiterschicht und die dann auch zerstören langsam. Durch das zweite Nachlöten ist also im Prinzip Lötzinn über das Kupfer und schützt das so vor Oxidation. So, dann haben wir hier noch zwei Kondensatoren einzulöten. So, nachdem die Kondensatoren eingelötet sind, löte ich jetzt nochmal random alles, was ich sehe, was irgendwie verdächtig aussieht, löte ich einfach nochmal nach. Besonders geeignet sind natürlich immer so Stellen, wo Steckkontakte sind, wo eine mechanische Belastung drauf sein kann, dass Lötverbindungen brechen, oder wo eine thermische Belastung der Lötverbindung ist. Ist jetzt hier auf dieser Platine nicht, aber in Netzteilen, also sprich an solchen Transistoren, an Leistungstransistoren, da kann durch das Ausdehnen und Zusammenziehen mit ständig schwankender Temperatur kann die Lötstelle brechen. Und das löte ich dann einfach alles nochmal nach, um da auch dauerhaft kalte Lötstellen zu vermeiden. Alles, was irgendwie verdächtig aussieht, wird jetzt nachgelötet.
Kondensatoren auch das zweite Mal löten. Nach dem Löten werde ich die also ein bisschen reinigen, die Platine, mit Isopropanyl, Alkohol und einfach eine Zahnbürste. Nochmal eine Sichtkontrolle. Nachdem ich Platinen gereinigt habe, also gelötet und dann anschließend gereinigt, versiegle ich die. Dafür habe ich mir hier eine Lösung aus Kolophonium und Isopropanyl fertig gemacht. Das träufle ich also dünn über die Platine und verteile das dann mit einem Pinsel gleichmäßig. Also im Prinzip alle Teile, alle offenen Metallverbindungen auch vor Korrosion durch Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit schon durch Oxidation, also vor Oxidation auch zu schützen. Plus, wenn das getrocknet ist, sieht das zudem auch ganz nett aus. Kleiner Nebeneffekt. So, das ist die erste Platine, die ist fertig. Dann geht es jetzt im Prinzip mit den mechanischen Arbeiten am CDM1 weiter. Die mechanischen Arbeiten an dem CDM1-Laser, wie schon gesagt, hier das Polieren der Welle, ganz einfach. Ich nehme dafür einfach ein Mikrofasertuch und eine x-beliebige Metallpolitur und mache das dann von Hand. Um im Prinzip diese Riefen, die sich hier reingelaufen haben in die Welle, um das so ein bisschen zu glätten, damit sich das nicht noch weiter da rein reibt in die Lagerung. Je nachdem, was man für eine Welle hat, kann man die auch in die
in den Akkuschrauber einspannen und drehen, aber das mache ich hier bei dieser dünnen, fragilen Welle also nicht. Dann mache ich das lieber komplett von Hand, auch wenn das ein bisschen länger dauert. Das ist jetzt nicht ganz unsichtbar, muss es auch gar nicht. Es geht einfach darum, die Oberfläche zu glätten, dass es sich also nicht weiter verschlimmert. Also, wie man das sehen kann. Ist also schon einiges reduziert, aber ich poliere da trotzdem noch mal drüber. Ups, das war jetzt sehr viel. Nach dem Polieren ist es natürlich wichtig, das Teil komplett zu reinigen mit Alkohol, weil diese Poliermittel enthalten natürlich feine Schleifstoffe und das will ich also nicht in die Messingbuchse hier haben. Falls man also noch zwischendurch mal ein Klappern hört und ein Rascheln. Hier hinten ist also noch jemand am Arbeiten im Raum. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Das hat man jetzt nicht gehört, glaube ich. Da musst du lauter sprechen. Profis arbeiten mit Profis. Gut, dann gehe ich jetzt. Es ist auch langsam Zeit für eine Mittagspause. Aber ich denke auf die Welle ist jetzt, ja, also man sieht natürlich da noch minimale Riefen drin. Aber wir wollen jetzt hier auch nicht mit leichter Politurpaste eine Edelstahlwelle schlichten, sondern wie gesagt nur glätten. Und ich denke, das hat hier deutlich schon was gebracht. So, dann dieses Zeug bloß weit weg. Und mit dem nächsten Tuch unbedingt die Politur komplett entfernen. Weil das sind also Mikroschleifpartikel. Die sieht man also nicht unbedingt und das möchte man natürlich nicht in der Messing-Lagerbuchse hier von dem CDM1 haben. So, die Welle ist im Prinzip soweit fertig für den Einbau. Jetzt reinige ich die Buchse selbst auch noch. Auch mit ein bisschen Isopropanyl. In hartnäckigen Fällen kann man die natürlich auch mit diesem, das ist ein Pfeifenreiniger aus dem Tabakgeschäft, kann man die natürlich auch mit ein bisschen Politur auch von innen hier glätten. Also in schwerwiegenden Fällen. Das ist jetzt hier nicht der Fall.
denke, das reicht, wenn man das jetzt hier sauber macht. Reingucken kann man da nicht. So, das darf trocknen. Das heißt, bevor ich jetzt dieses CDM1 weglege, mache ich jetzt Folgendes. Ich schaue mir zuerst mal diesen Schwingarm hier an. Der soll also sehr leichtgängig sein. Jetzt kann es vorkommen, in seltenen Fällen, hier sind Gummiteile, also im Aufbau dieser Achse, die diesen Arm hier hält, sind auch Gummiteile, die sich verändern, die aufquellen können und dann diesen Widerstand hier erhöhen. In dem Fall muss ich natürlich hier das Lager dementsprechend anpassen. Also falls das schwergängig sein sollte. Das Lager kann man dann ein bisschen lösen hier oben an der Schraube. Aber natürlich nicht so weit, dass hier das Lagerspiel zu groß wird. Also das Lagerspiel kann ich erkennen, wenn ich jetzt hier den Laser hoch und runter bewege. Hier darf kein Spiel sein. Hier bewegt sich also nichts. Wenn ich das jetzt hoch und runter in diese Achse bewege, da passiert hier also nichts. Das ist hier nicht auffällig, das ist leichtgängig und hat kein Spiel. Von daher brauche ich mich hier nicht weiter drum kümmern. Das Einzige, was ich jetzt mache, ich mache hier einfach so einen Tropfen Öl hier oben rein. Das ist zwar ein gekapseltes Lager, aber da ist ein minimaler Luftspalt. Und dieses Öl, das hat eine sehr hohe Kriechfestigkeit. Das geht also durch den Luftspalt in dieses Lager rein. Das mache ich auf der anderen Seite genauso. Hier, da ist das gleiche Lager. Neben dieser Schraube einfach so ein bisschen Öl. Und dieses Öl, das wandert also von ganz allein in die Lagerung. Wenn das jetzt 5 Minuten gestanden hat, kann ich das überschüssige Öl hier auch wegwischen. Das nächste, was mechanisch zu tun ist, ist, wie ich das schon erwähnte, das ist diese Schraube, die in diesem Bügel hier sitzt, unten drunter. Die habe ich jetzt mal hier rausgedreht. Und ich habe jetzt hier einen alten Bügel, den ich jetzt für diesen Fall nehme, um das hier zu glätten. Ich nehme also nicht immer den Bügel von dem Gerät, weil ich schleife jetzt hier rum gleich und dann bleibt dieser Bügel halt so, wie er ist. Und deshalb nehme ich da einfach einen alten und drehe diese Schraube verkehrt rum rein, dass sie hier oben einfach ein bisschen raussteht. Und es hat diese Schraube, die hat hier einen Kranz außenrum. Den schneide ich erst mit dem Cuttermesser weg. Warum? Weil ich das jetzt planen will. Hier habe ich zum Beispiel, was ist das? Ich glaube, das ist ein 340er Schleifpapier. Nicht zu grob, nicht zu fein, um da erstmal Material wegzunehmen. Dann drehe ich mir die Schraube, dass sie hier so minimal raussteht. Und dann kann ich das hier gerade auflegen und erstmal grob Material wegnehmen, bis ich hier glatt werde. So, jetzt sieht man, jetzt ist die Einbuchtung, die ist schon komplett weg. Die Mulde von der CD-Achse. Ich nehme jetzt noch mal ein feineres Schmirgelpapier. Ich glaube, das ist, was ist das hier? Ein Tausender oder was steht da drauf? Tausender. Und schlichte das noch mal, dass also diese Kunststoffoberfläche von der Schraube also sehr glatt ist. Das war schon mit der Schraube. Dann kann ich die wieder rausdrehen.
Und die drehe ich jetzt einfach in ihren normalen Bügel wieder rein. Natürlich sauber machen vorher. Vom Schleifstaub befreien. Und jetzt drehe ich die wieder in den Bügel rein, so wie sie auch da rein kommt. Immer schön links rumdrehen, dass man sieht, dass man erst wirklich den Gewindegang getroffen hat. Also nicht schief reindrehen. Und wenn sie richtig sitzt, drehe ich die also so weit rein, je nachdem wie ich die abgeschliffen habe, muss ich die natürlich tiefer reindrehen, als sie vorher saß. So, die sitzt doch wirklich gerade, oder? Ja, das ist gerade. So dass hier in der Regel für die erste grobe Einstellung, dass das Gerät läuft, ist es in der Regel so, dass hier oben noch so 2 mm, 1,5 mm bleiben. Das ist nicht so kritisch, das sehe ich nachher bei den Einstellungen, wenn ich das Laserlaufwerk komplett einstelle. Ups, jetzt ist hier das packen wir erstmal weg. Kann man vielleicht auch gleich mal die Finger von der Politur befreien. Im Prinzip kann ich jetzt schon wieder beginnen, alles zusammenzubauen. Fange also mit der Welle an. Und dann nehme ich also auch das Öl für. Das sieht jetzt aus, als wenn ich da viel reingießen würde. Das ist also nicht der Fall. Man kann ja eigentlich ganz gut dosieren mit der Flasche. Teste das, dass das also wirklich absolut frei läuft. Das dreht sich jetzt hier also lange und gut mit. So, dann geht es weiter. Im Prinzip kann ich jetzt schon den Sprengring wieder drauf machen in die Nut. Ja, das tut jetzt am Finger ein bisschen weh. Deshalb nehme ich da einmal die Zange. Ups, jetzt ist mir runtergefallen. Magnetisch ist es auch noch. Nur nicht anfangen zu fluchen. Ups. Wer kennt das nicht? Irgendeinen Sprengring in irgendeinem Gerät zu verlieren. So. Dann kommt zuerst die Platine drauf, die den Motor antreibt. Die Glocke, da kann man einmal kontrollieren, dass hier, das ist ja ein Magnetring hier innen drin, da kann man einmal kontrollieren, dass da keine Fremdkörper drin sitzen. Dass sich da nicht irgendwas magnetisch angezogen hat. Irgendein Metallpartikel. Da ist also nichts drin. Dann kann ich diese Glocke kann ich dann hier wieder draufstecken. Was ist da? Da haben wir also eine Fluse, das wollen wir nicht. Nicht schlimm, aber nicht schön. So. Die Glocke wieder
reicht also leicht fest. Und den Bügel kann ich auch schon wieder aufsetzen. Kann man eigentlich nicht viel bei falsch machen. Das Schlimmste ist nur die elektrostatische Ladung. Also im Winter bei trockener Heizungsluft und dann noch einen synthetischen Pulli an. Am besten noch einen synthetischen Teppichboden. Das ist also nicht gut. Da wird der Laser Schaden nehmen. Der geht also nicht sofort kaputt. Wenn er elektrostatische Ladung abbekommt, dann ist das ein schleichender Prozess. Dann stirbt er langsam über einen Zeitraum. Das kann sich über Wochen ziehen. Stirbt er ab. Die Wiedergabe, das war die falsche Schraube, die Wiedergabe wird also kontinuierlich schlechter. Das beginnt mit Springen am Ende der CD und am liebsten auch bei zum Beispiel selbstgebrannten, dann merke ich das zuallererst. So, wenn die Platine richtig ausgerichtet ist, prüfe ich nochmal, dann kann ich das also anziehen. So, die Platine, die eben schon gelötet war, die ist jetzt getrocknet und sieht schön aus. Lötverbindung, das war ja alles schon geprüft. Auf kalte Lötstellen, das kann dann wieder angeschraubt werden. So, den Stecker vom Motor kann ich auch schon einstecken. Der kommt hier hin. Und die Flachkabel, die direkt zum Laserpin gehen, die kann ich auch direkt wieder einstecken. Natürlich einmal vorher kontrollieren auf Schmutz etc. Schmutz oder Beschädigung, das sieht gut aus. Macht auch nichts. Die mal einmal noch mal rein und raus. So, den muss ich einmal hier rum und da reinstecken. So. Auch diesen Magneten hier, das ist auch Magnet, da kann man auch gerne mal schauen, dass da keine Metallteile dran haften. Das habe ich also schon mal gesehen, dass da eine Schraube drin lag und der Laser also nicht bis außen hin die letzten Stücke spielen konnte, ganz einfach, weil hier am Magneten was haftete, was den Weg blockierte. So, das sieht alles sehr gut aus. Das heißt, wir können jetzt zu den elektrischen Einstellungen des Lasers kommen.
Das mache ich in meinem ausgebauten Zustand. Ich habe mir dafür einfach eine Messapparatur zurecht gebastelt und mache das also immer, wenn der Laser nicht in dem Gerät eingebaut ist, sondern wenn ich den lose habe. Das baue ich jetzt einfach mal, die Messvorrichtung baue ich jetzt mal auf und dann schauen wir uns das mal an. Die Mittagspause ist beendet. Der Messaufbau für das CDM1 Laufwerk ist jetzt hier soweit fertig. Es gab Spaghetti mit extra Knoblauch. So, das ist hier ein CD104, den habe ich also umgebaut, dass ich die Kabel hier, das ist schlimmer als es aussieht, direkt an die Messpunkte angelötet habe. Dann brauche ich das nicht immer in dem zu revisionierenden Gerät machen. Also wenn man natürlich das öfters macht, lohnt das. Ansonsten findet man die einzelnen Messpunkte auch in dem Dokument, was ich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Was messe ich hier im Einzelnen? Also hier links mit dem Multimeter messe ich, oder da mache ich mal die Kamera an, dass man direkt auf den Multimeter blickt. Hier links messe ich den Fokusstrom, hier messe ich den Laserstrom. Dann habe ich da oben, das mache ich gleich besser sichtbar, das ist die Lieseische Figur, die die Laserbandbreite misst bzw. anzeigt. Dann dieses Oszilloskop zeigt dann noch an, was auf der Analogplatine da letztendlich an Augenmuster ankommt. Und das hier oben ist dann einfach ein Signalgenerator, der mir den 1 Kilohertz Ton, den ich für diese Messung brauche, dann einfach hier in den CD104, in den umgebauten, da einspeist. Da muss man jetzt kein CD104 für nehmen. Man findet im Prinzip auf der Webseite zu den einzelnen Geräten findet man die Messpunkte immer in den PDF-Dokumenten auch markiert, dass man das also auch mit anderen Geräten dann messen kann. Jetzt habe ich leider keine Mess-CD. Das geht wahrscheinlich vielen so. Deshalb nehme ich dafür jetzt eine normale CD. Und zwar nehme ich dafür eine Klassik-CD von einem bekannten Label, also von einem renommierten Label. Welches ist jetzt egal. Warum nehme ich eine Klassik-CD? Ganz einfach, weil viele Pop-CDs übersteuert sind. Und das würde also hier zu falschen Einstellungen führen. Im Prinzip kann man jede CD nehmen, außer Peter Maffay. Die Einstellungen variieren aber. Deshalb am besten eine also eine gekaufte Klassik-CD von einem renommierten Label. Das ist das Einfachste. Die lege ich dann mal auf. So, was stelle ich denn überhaupt im Einzelnen ein? Das zeige ich vielleicht als erstmal hier. Da haben wir hier einmal die Fokuslage von der CD zum Laser. Das ist diese Schraube hier in der Mitte. Ich zoome vielleicht mal da ein bisschen ran, dass man das besser sieht. So. Ups. So, einmal hier diese Torx-Schraube in der Mitte. Damit stelle ich die Höhe der CD zum Laser ein. Und messen tue ich das hier oben mit der Fokusspannung. Dann haben wir hier unten noch einmal die Laserspannung, die wir einstellen an diesem Poti. Und hier oben, da stellen wir die Fokusbandbreite ein. Das überprüfen wir mit dem Oszilloskop. Schmeißen wir einfach mal eine CD drauf und gucken, was da passiert. Und das ist einfach ein Magnethalter, dass ich die CD auch so starten kann, dass sie nicht durchdreht.
Fangen wir mit dem ersten Lied an für die Einstellung. Wir nehmen also immer das erste Lied, weil die Fokuslage dort am besten einzustellen ist. Wenn wir jetzt das letzte Lied nehmen, so eine CD, die ist nie ganz plan. Das heißt, wir würden bei der Fokusmessung hier sehr große Schwankungen bekommen, weil die CD auch eben nie ganz plan ist. Was haben wir jetzt hier? Sehen wir hier oben 230 Millivolt. Das ist viel zu viel. Es ist ein Wunder, dass die überhaupt läuft. Dann stellen wir das zuerst mal ein auf ca. 0. Das heißt, da es jetzt im Plusbereich ist, muss ich jetzt die Kunststoffschraube rausdrehen. Bis wir ungefähr 0 haben links. Das kann aber, man sieht ja, das schwankt stark, das kann leicht im positiven Bereich bleiben. Also wenn das da auch mal 30 Millivolt anzeigt, ist das sogar besser, um auch selbstgebrannte CDs auszulesen. So, dann haben wir rechts daneben hier, das ist jetzt die Laserspannung, die ist mit 368 Millivolt, ist hier natürlich zu klein. Die drehe ich jetzt hier an diesem Poti mal auf 500. So, da darf ich natürlich auf gar keinen Fall eine selbstgebrannte CD nehmen und das auf 500 stellen. Nämlich danach eine Pop-CD, eine übersteuerte, habe ich dann auch gerne mal 650 Millivolt und das ist also grenzwertig. Da nimmt der Laser Schaden. Deshalb auch diese Klassik-CD. So, 505 ist perfekt eigentlich. Haben wir das. Das wäre jetzt die Fokushöhe und die Laserspannung. Jetzt kümmern wir uns um die Fokusbandbreite. Dafür schalte ich einmal die Kamera um. Das dauert einen Augenblick. Da sehen wir jetzt oben die Fokusbandbreite. Stelle ich das hier an diesem Poti ein. Drehe ich das jetzt noch weiter, dann überschlägt sich das sogar wieder. So, also sowas vorher. So, das sind im Prinzip die Einstellungen, die wir jetzt hier am Laser selbst vornehmen können. An dem dritten Poti hier, da verstellen wir am besten nichts. Dann mache ich das mal aus und baue das hier wieder auseinander, dass ich hier Platz für den CD101 wieder schaffen kann, dass es da weitergeht.